Anacondas sind recht selten. Die Tiere werden oft getötet. Als Souvenire werden die Köpfe verkauft und so weiter. Also den Tieren wird echt nachgestellt. Und es wäre halt so krass, wenn wir nachweisen könnten, in diesem Gebiet vermehren sie sich noch. Genau deswegen sind wir. Mann, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jaguars und Pumas could be an issue. Aber das ist komplett gestört, Alter. Da habe ich noch die Schüsse auch gehört. Mir ist schon das ganze Gesicht zerstochen. Ich bin echt das erste Mal froh, wenn es vorbei ist. Das Ziel der Expedition ist es, einen Fluss zu erkunden, ganz tief im Regenwald. Da wohnt keiner, da geht fast niemand hin, der ist ganz schwer zu erreichen. Es ist in einem Schutzgebiet, man braucht eine spezielle Lizenz, um da überhaupt reinzukommen. Und wir haben halt seit Jahren die coolsten Gerüchte gehört, dass man dort eben Anacondas finden kann. In der Trockenzeit, dass Anacondas sich dort versammeln, um sich zu paaren, um sich zu vermehren. Und das wäre ein spektakuläres Schauspiel. Das ist von ganz wenigen Orten bekannt. Und leider muss ich auch sagen, hier außerhalb des Schutzgebietes Anacondas sind recht selten. Die Tiere werden oft getötet. Als Souvenire werden die Köpfe verkauft und so weiter. Also den Tieren wird echt nachgestellt. Und es wäre halt so krass, wenn wir nachweisen könnten, in diesem Gebiet vermehren sie sich noch. Dass wir einen dieser Breeding-Hotspots finden. Das wäre einfach unglaublich wichtig und ein richtig schönes Zeichen für die Region. Anacondas sind sehr wertvolle Bioindikatoren. Das heißt, sollten wir unser Expeditionsziel tatsächlich erreichen und wir weisen einen Ort nach, an dem sie sich nicht nur versammeln, sondern auch paaren, dann können wir sofort Rückschlüsse über das gesamte Ökosystem führen. Und zwar, dass dort fast keine menschliche Störung stattfindet. Für den Naturschutz wäre das eine sehr wichtige Aussage. Gleichzeitig auch wissenschaftlich spektakulär, denn man kennt fast keinen Ort auf der Welt, in dem Anacondas sich versammeln. So etwas in der Nähe unserer Wilderness International Schutzgebiete zu finden, wäre unbeschreiblich. Chris und ich reden über diese Expedition seit 5 Jahren. Seit er hier angefangen hat, in dem Zeitraum bin ich auch zuerst mal nach Tambopata gekommen. Und wir haben zusammen diese Gerüchte zuerst gehört. Von diesem Fluss und von den Anacondas, die man da sehen kann. Wer ist dabei? Fabian Mühlberger, Biologe, Spezialist in Biodiversität. Weitgereister Mann, kennt sich ultra gut aus, war schon hunderte Male hier in Peru, ist Gründungsmitglied von Wilderness International und glücklicherweise auch ein guter Freund von mir. Wer ist Chris Ketola? Einer der coolsten, lustigsten und intelligentesten Menschen, die ich kenne. Here we go. Bolivian bamboo rat. Dactylomes, Dactylinus boliviensis. Und gleichzeitig hier bei Fauna Forever, unserer Partnerorganisation in Peru, leitender Wissenschaftler. Chris lebt diese Welt hier einfach. Ne? Und der sieht die kleinsten Unterschiede im Dschungel. Ob wir da 1 Kilometer runtergehen oder da, kann er sofort sehen, was hier unterschiedlich ist. Dann haben wir Lukas, um das auch alles richtig zu dokumentieren, ne, um das in Film einzufangen und um mich auf Trab zu halten. Ich bin ja immer so der Genießer, der sich zurücklehnt, die Natur zu erleben, aber Lukas hält mich auf Trab, dass wir auch wirklich dokumentieren, zeigen, wie es wirklich ist, weil sonst komme ich wieder, zeige euch 1, 2 schöne Tierfotos und sage, ich war da, habe ein paar Fotos gemacht. Und mit Lukas können wir das wirklich alles in Szene setzen. Natürlich geht es ohne Locals überhaupt nicht. Wir haben einen Chiki dabei, Don Chiki, die Legende. Also wenn ihr einen Film drehen wollt über einen peruanischen Regenwald und ihr sucht jemanden, der, ja, ich würde sagen, der Sylvester Stallone des Regenwalds ist, dann ist es definitiv der Chiki. Den Typ kannst du in jede Situation werfen, der wird eine Lösung haben, der ist fast 60, aber agiert wie ein 20-Jähriger. Oft denken wir uns so, hey, wow, okay, sind wir überhaupt noch so fit wie er? Wer ist noch dabei? Ella, Sohn von Chiki. Und die beiden im Team, einer vorne auf dem Boot, einer hinten, das ist unsere Navigationsmaschine. Ohne die würden wir gar nicht in diese entlegenen Gegenden kommen. Also es ist extrem wichtig, dass wir das Team zusammengestellt haben aus Locals wie Chiki und seinem Sohn und eben auch, ja, aus unserer Perspektive, der wissenschaftlichen Perspektive, mich als Biologen, Chris Ketola als Biologen, der vor Ort andauernd hier ist und ja, Lukas, der ist auch dabei. Der Lukas, der ist auch dabei. Wir haben ja alle, also bis auf du, alle viel Erfahrung. Danke. Und verhalten uns richtig. Es gibt ein paar Verkehrsregeln, an die muss man sich halten. Und dann kann man das recht sicher machen. Verkehrsregeln, Socker. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie sich die Deutschen fühlen, wenn sie Skifahren gehen.
Wir sind halt wirklich weg. Wenn irgendwas passiert, sind wir am weitesten Punkt wahrscheinlich 2 Tage Bootsfahrt von der nächsten Siedlung entfernt. Und das heißt, die banalsten Sachen, also wenn man mit Schlamm ausrutscht, umknickt, kann schon ein Riesenproblem sein. Ne? Oder wenn wir was nicht bedacht haben und mit zu wenig Wasser mitgebracht haben. Weil wir können halt nicht aus dem Fluss trinken. Warum? Wir sind einfach nicht daran gewöhnt. Ne? Also, da ist ja alles mögliche an Bakterien und Co. drin. Vielleicht vertragen wir es, vielleicht nicht. Also das ist ein Risiko, das ich nicht eingehen will. Aber wenn man dehydriert, ne? Draußen das Flusswasser trinkt und auf einmal aus allen Rohren feuert und dann richtig dehydriert und dann erstmal 2 Tage noch Boot fahren muss, dann ist man weg. Gehen dann in der Früh runter, schwer bepackt an den Port und das Boot kommt uns entgegen. So, zu Hause für die nächsten 3-4 Tage kommt da gerade angefahren, das kleine Peke Peke. Das Peke Peke bezeichnet man diese winzigen peruanischen Boote, weil der Motor macht Pek 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 Pek. Und wir schauen. Man sieht, es wird sehr gemütlich und eng. Und plötzlich sind da 3 Leute im Boot. Ella, Chiki und der Raimund war dabei. Wir dachten, wir wären 5 Leute, anscheinend sind wir 6. Man weiß es noch nicht so genau. In Peru macht man Pläne und irgendwas passiert dann. Aber man weiß nicht so genau was. Planung in Peru ist so eine Sache. Ne? Also wenn man hier mit seinem deutschen Mindset kommt und sagt, zack, 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 so soll es laufen. Was? Wer ist das? Ein älterer Herr, Peruaner, sitzt am Boot, wir kennen ihn nicht. Wir haben ihn davor vielleicht 1-2 Mal gesehen. Und der ist halt einfach am Boot. So. Und das wird nicht thematisiert, es wird nicht angesprochen, er wird nicht mal vorgestellt. Und der fährt jetzt einfach mit, so, okay? Wir haben nur für 5 Leute geplant, wir wissen nicht, ob wir genug Essen haben. Wir wissen nicht, ob wir genug Wasser haben. Aber ja, wir sind jetzt 6 Leute, let's go. Nicht jeder Teil Amazoniens ist gleich reich an Arten, sondern es gibt gewisse Hotspots. Und wir befinden uns hier am ultimativen Hotspot, und zwar in Südostperu, der Madre de Dios Region, die Mutter Gottes. Hier hat man die höchste Artenvielfalt auf dem Planeten. Nirgendwo auf der Erde findet man das Leben in mehr verschiedenen Formen. Überall, wo wir hingucken, alles lebt, ist grün, krabbelt, zappelt, fliegt. Das hier ist wirklich das Epizentrum von Artenvielfalt auf dem Planeten. Wir kommen dann in die Mündung vom Fluss, wo es dann für uns gegen die Strömung hinaufgeht und fahren dann in den Fluss rein. Und das war schon ein cooles Gefühl. Also man hat ein bisschen so Jurassic Park Vibes gekriegt, finde ich. Weil man jetzt einfach nicht weiß, was einen erwartet.
Meter in den kleinen Fluss rausgeschafft. Wir stecken die ganze Zeit fest und müssen rausspringen, schieben. Es ist richtig, richtig heftig. Das sind die ersten 200 Meter. Wir wollen mehrere Tage den Flusslauf hinaus. Wir laufen die ersten 200 Meter der Expedition. Ja, laufen ist das richtige Wort. Wir müssen irgendwie versuchen, das zu dokumentieren. Ich habe jetzt gerade die Drohne gelandet in der Hand, während wir ins Boot zum Schaukeln kommen. Es ist schon alles nass, wir sind 10 Minuten am Weg. Alter Fuchs, wenn es so weitergeht, können wir eigentlich gleich alles über Bord schmeißen. Das ist doch deppert. Aber geil. Wir fahren den Fluss hoch, blicke immer links, rechts, hoch in die Baumkronen, Uferbereich absuchen. Genau nach dem suchen wir. Ränder im Verlauf vom Fluss, wo sich keine Jaguar tummeln können, Anacondas vielleicht. Da müssen wir jedes Mal reinkommen, egal wie geschissen es gerade am Boden ist. Berglos raus und schauen. Und bevor wir überhaupt wissen, was los ist, erstes Tier. Tapir habe ich noch nie gesehen, freut mich mega, vor allem mit einem Jungen. Queren den Fluss langsam. Wir sind eigentlich noch gar nicht ready für das. Und schon haben wir richtig coole Sichtung, richtig schöne Sichtung. Und ja, das hypt einfach das komplette Team. Tapire sind die größten Landsäugetiere hier in Amazonien, sind Verwandte vom Nashorn. Das ist praktisch ein hornloses Nashorn mit einem kleinen Rüssel dran. Das ist ein Tapir. Und die Babys, die sind richtig schön klein, dunkelbraun mit ganz weißen Streifen, also wunderschöne kleine Tiere. Richtig, richtig geiler Start zur Expedition, weil die Tiere sieht man echt selten. Du bist so geil mit deinem Keks. Das sind überall Bäume, hier ein Labyrinth und da müssen wir jetzt durch. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass es darin Rochen gibt, wieder barfuß rumlaufen. Stachelrochen! Aber die stehen nicht in der Strömung. Also meistens. Es gibt natürlich viele Gefahren auf so einer Expedition. Der erste Gedanke ist immer Tiere. Was, wenn ich auf eine Giftschlange trete? Was, wenn ich auf einen Stachelrochen trete? Und ja, das ist sehr gefährlich, wenn das passiert. Und die Möglichkeiten sind da. In diesen Flüssen gibt es Zitteraale, Stachelrochen, es gibt die Lanzenottern, die im Wald leben. All diese Tiere, wenn man darauf tritt und so weit weg von der Zivilisation ist, Expedition vorbei. Okay. So, das allabendliche Schwimmen, ihr habt das gehört von Chris. Was könnte passieren? Wir können eine fleischfressende Krankheit kriegen durch Bisse von Moskitos und Sandfliegen. Wir können von einem, wie viel Volt hat der Rochen, wie viel Volt hat der Aal? Bis 600. 600 Volt. Zitteraal nicht, aber ordentlich. umgebracht werden. Wir könnten von einem 3 Meter großen Kämang gefressen werden oder von einer Anaconda. 5 Meter. 5 Meter großen Kämang gefressen werden oder von einer Anaconda. Anacondas nicht. Oder Die können uns so töten. ja, töten oder Stachelrochen im Fuß gestochen werden. Und jetzt hör ich auf, weil sonst fressen wir die ganzen Moskitos. Diese Dinge sind nicht so wahrscheinlich, wie die meisten von euch denken. Und es gibt gewisse Benimmregeln, wie wir dem aus dem Weg gehen können. Wir springen abends nicht einfach in den Fluss und trampeln da rum, sondern da ist schon ein bisschen Aktivität von uns. Wir heben die Füße nicht so an, wenn wir durch den Sand gehen. Dadurch verhindert man schon, dass man auf Stachelrochen drauf tritt. Im Wald gucken wir, wo wir hintreten, damit wir eben nicht auf eine Lanzenotter treten. Also das sind wirklich manageable Dangers, sag ich mal. Ne? Also da kann man wirklich gegenwirken. Das heißt, wenn wir vom Boot gehen, irgendwie stolpern, uns das Bein brechen, Expedition vorbei. Für mich sind das die realistischen Gefahren. Ne? Nicht, dass ich von einem Tier angefallen werde oder auf eins drauf trete, sondern dass mir einfach irgendwas passiert, dass ich in unwegsamem Gelände mich schwer verletze. Es sind mehrere Tage bis zum nächsten Krankenhaus. Aber. Ja. Was sollen wir machen? Wir können nicht einfach hier versacken. Frühstück und Workout in einem.
Erste Mittagspause draußen bei 40 Grad Hitze. Wir wissen, es wird über die Mittagszeit nicht viel gearbeitet, nicht viel gefahren, weil es einfach unerträglich heiß ist. Küche kommt raus. Wie schaut die Küche eigentlich aus? Es ist ein Gaskocher mit einer größeren Gaskartusche und dann wird Reis gekocht. Ja, und wir sitzen dann da, genießen so zum ersten Mal unsere Mittagspause, reden mit Chris und Fabian über dies, das. Die Jungs bereiten das Essen vor, wir quatschen da und plötzlich bam, das Boot brennt. Se ha salido el muy abierto estaba el gas. ¿Debería mandarlo? ¿O mandar? Vale. Ya está ya. I grabbed this because there's a boat inside to go out and actually get some. Yeah. Vale. Ja. Mira, el gas que... So, jetzt war es fast das Boot explodiert. Gerade gekocht, vorne auf einmal riesen Stichflamme am Boot. Daneben riesiger Gaskanister, dahinter Benzinkanister fürs Boot. Unser komplettes Kamerazeug liegt daneben. Reisepässe, alles. Und was noch dazu kommt, wenn das Boot hin wäre, wir kommen dann einmal raus und wir haben keinen Empfang. Ich bin noch rüber gesprintet, habe mein Kamerazeug noch rübergelegt, dass wenigstens irgendwas gerettet ist. Lukas denkt nur, au, Fisch hat mich gebissen. Was? Mir hat ein Fisch in den Rücken gebissen. Was ich sagen wollte, ist, ich hatte einfach nur Bammel, dass wir hier festsitzen, weil es gibt keine Wege, nichts. Ne? Dann könnte ich einfach zurücklaufen. Das würde unendlich lang dauern. Der einzige Fluchtweg, den ich mitgebracht habe, der ist hier vorne, war direkt neben den Stichflammen in meiner Tasche. Das ist rough. Alter Lachs. Ich habe uns auch nur gesehen, ich stand einfach am Fluss und dachte, oh nein, jetzt müssen wir tagelang ohne Essen laufen. Alter Schwede. What a time to be. Ja, ist ja nichts passiert. Aber es ist ein bisschen ein Bootbrand, das gehört ja dazu. Oder? Ja. Jede richtige Expedition braucht eine Katastrophe. Oh mein Gott, deswegen sind wir hier. Genau deswegen sind wir hier. Mann, jetzt geht's los. Jetzt geht's los.